Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und heute soll es mal darum gehen, welches Mobil eignet sich denn besser oder schlechter zum Vermieten? Was ist denn da das richtige Mobil für euch, wenn ihr sowas machen wollt und da loslegen wollt oder euch vielleicht verändern wollt? Wir schauen uns das näher an, bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt schauen wir uns das doch mal näher an. Für wen macht welches Mobil mehr Sinn in Sachen Vermietung? Grundsätzlich solltet ihr meiner Meinung nach als allererstes mal darauf achten, was ihr braucht. Ne? Das ist meiner Meinung nach erstmal das Allerwichtigste, auf euren Eigenbedarf. Also was ist für euch das Wichtigste, wenn ihr eine Familie habt oder wie auch immer die Konstellation bei euch ist, Sitzplätze, Schlafplätze, das ist erstmal das Wichtigste. Ne? Weil das Mobil muss zu euch passen. Wenn ihr, vorausgesetzt natürlich, ihr wollt es im Eigennutz benutzen. Ne? Wenn das natürlich ein Zweitmobil sein sollte oder ein Drittmobil oder wie auch immer, was ihr selbst nicht benutzt oder nur mal als Plan B benutzt, dann müsst ihr da abwägen. Aber grundsätzlich, wenn es euer eigenes Hauptmobil ist, mit dem ihr in Urlaub fahren wollt, dann muss es erstmal zu euch passen. Ja? Das ist erstmal das Wichtigste. Dann würde ich an eurer Stelle mal schauen, was ist denn so die Zielgruppe oder was soll denn die Zielgruppe sein? Also die Frage ist jetzt, zum Beispiel, wollt ihr eher auf Familien gehen oder wollt ihr eher auf Paare gehen? Wo sind denn da die Vor- und Nachteile? Was ist mit der Auslastung und was ist mit den Preisen, die ihr nehmen könnt? Man muss ja unterscheiden, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Alkovenmobil hat wie ich, bei mir geht es ja gar nicht anders, ich brauche das so, aber wenn man jetzt die Wahl hat, ne, dann muss man gucken, was möchte ich? Wo geht die Reise hin? Wer mietet das? Bei mir ist es so, ich muss sagen, so ein Alkovenmobil, sollte man jetzt vermeintlich denken, ist ein Familienmobil. Ich habe es allerdings auch schon erlebt, dass Paare dieses Alkovenmobil gemietet haben. Ich hatte auch schon mal jemanden, der hat das mit seiner Mutter gemietet. Also die Mutter, ich kenne jetzt die genauen Verhältnisse nicht, aber wahrscheinlich war der Vater nicht mehr da, in welchem Hintergrund auch immer. Und der Sohn wollte einfach, der Sohn war selbst schon 40, ne, wollte einfach mit der Mutter einen schönen Urlaub machen oder für die Mutter einen schönen Urlaub beschaffen. Und die waren zu zweit unterwegs, die wollten dann dementsprechend die zwei getrennten, ordentlichen, großen Schlafplätze. Also so ein Alkovenmobil ist mir jetzt auch aufgefallen in der Praxis, ist für relativ viele Leute, für eine relativ breite Zielgruppe interessant. Weil, wenn man zwei Schlafplätze getrennt möchte, hat man ja normalerweise, abgesehen von irgendwelchen Bettumbauten, nur die Möglichkeit, unabhängig von dem Alkoven, ein Hubbett zu benutzen. Ein Hubbett hat aber immer diesen großen Nachteil, ich mache demnächst mal noch ein Video, wo ich mal über Wohnmobilauswahl und worauf man so achten sollte rede. So ein Hubbett hat ja normalerweise den Nachteil in den allermeisten Fällen, dass es in den Wohnraum, in die Sitzgruppe reinragt. Ne, bei voll integrierten ist das meistens ein bisschen anders, da wandert das nach vorne über die Fahrersitze, aber bei teilintegrierten wandert das über die Sitzgruppe, das heißt, ich kann da nicht mehr sitzen. Ja? Und es ist natürlich auch ein gewisser Umbauaufwand, es ist ein bisschen im Weg, manchmal habe ich sogar das Problem, dass ich nicht mehr rauskomme, das heißt, ich versperre mir die Tür. Also so ein Alkoven ist ohne Umbau zwei große Schlafplätze. Ne? Und dann sollte man gucken, möchte ich vielleicht gar keine Familien als Mieter, warum auch immer, vielleicht möchte ich, vielleicht habe ich das Gefühl, dass eine Familie oder Kinder das eher abnutzen oder vielleicht eher schmutzig machen oder was kaputt machen, ne, dann könnte man jetzt sagen, ich besorge ein Mobil, ja, wenn man selbst nicht mehr Schlafplätze braucht, wo wirklich nur zwei Schlafplätze drin sind, wo es wirklich im hinteren Bereich nur zwei Einzelbetten gibt oder eben ein Querbett, das ist ja nicht riesig teilweise und ich habe kein Hubbett und ich habe keinen Bettumbau, dann hat man natürlich als Kunden nur Paare oder vielleicht eine Familie mit einem ganz kleinen Kind, die jetzt zusammenschlafen oder so, ja, das kann man schon beeinflussen. Man muss dann gucken, wo die Vor- und Nachteile liegen, auch in Sachen Auslastung. Also wie viel Auslastung bekomme ich, mit welcher Variante. Ne? Mit so einem Zweibettmobil grenzt sich das natürlich schon ein, weil plötzlich nur, ich sag mal, ein Paar oder ein Paar mit einem kleinen Kind in Frage kommt. Ja? Wohingegen man mit mehr Schlafplätzen natürlich diese Personen hat, die zu zweit sind, allerdings auch noch mehr Personen. Ja? Dann muss man natürlich auch schauen auf die Auslastung, also die Zeiträume, wo so ein Mobil von wem, von meiner Zielgruppe gemietet wird. Also zum Beispiel eine Familie, die wird ja in der Ferienzeit mieten oder muss in den allermeisten Fällen Schulkinder in der Ferienzeit mieten. Da könnt ihr natürlich ganz andere Preise nehmen oder die Preise sind dann woanders.
Wie wenn ich eine Zielgruppe habe, die außerhalb der Ferien mietet, wie so ein Paar wie Rentner oder so. Ja? Die mieten dann vielleicht im Mai. Und im Mai sind die Preise natürlich viel günstiger. Das ist für die gut, für euch eher schlecht, weil ihr euer Mobil rausgebt und macht weniger Gewinn und es bleibt weniger übrig und die Kilometer werden ja trotzdem gefahren. Ja? Wohingegen ihr, wenn ihr das Mobil an eine Zielgruppe rausgebt, die in den Ferien mietet, dann fahren die vielleicht genauso viel, aber die Preise sind ganz andere. Euer Gewinn ist also höher. Ne? Also das so ein bisschen berücksichtigen, wenn ihr überlegt, was hole ich mir. Dann das Gewicht, 3,5 Tonnen oder mehr. Kommt erstmal grundsätzlich darauf an, ob ihr klarkommt mit eurem Gewicht, mit eurem Fahrzeug, was ihr für Fahrzeug wählt. Wenn ihr jetzt euch ein Fahrzeug holt, was über 3,5 Tonnen ist, dann ist das eh schon erledigt. Aber wenn ihr die Wahl habt, ne, auch Führerschein bedingt die Wahl habt, viele dürfen ja nur 3,5 Tonnen, aber wenn ihr die Wahl habt, dann guckt auch ein bisschen auf die mögliche Vermietung. Ne? Denn es gibt sehr viele, die nur 3,5 Tonnen bis 3,5 Tonnen fahren dürfen. Ne? Wenn ihr ein größeres Mobil habt, dann fallen da schon viele potenzielle Kunden raus. Außerdem gibt es auch welche, die vielleicht das Teil fahren dürfen, aber sagen, nee, ich möchte die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht und die Maut will ich auch nicht zahlen, mir reicht ein 3,5 Tonner. Also bei 3 bis 3,5 Tonnen habt ihr natürlich eine viel größere Kundenbandbreite. Ne? Also das ist zu bedenken. Dann ganz klar Grundfrage, Wohnmobil oder Kastenwagen. Ja, das kommt natürlich, wie gesagt, darauf an, was wollt ihr euch selber grundsätzlich holen. Wenn ihr das aber so ein bisschen frei entscheidet, ja, oder sagt, ich möchte wirklich hauptsächlich vermieten oder das ist mein Zweitmobil, das benutze ich eh nicht, ich möchte einfach nur vermieten, dann müsst ihr erstmal entscheiden, Kastenwagen oder Wohnmobil. Ja, oder voll integriert oder teilintegriert oder wie auch immer. Dann ist die nächste Frage, wie ist es mit den Betten? Ja, wie ist es mit der Wintertauglichkeit? Möchte ich im Winter anbieten oder nicht? So ein Kastenwagen ist natürlich sehr, sehr, sehr bedingt wintertauglich, wohingegen so ein teilintegrierter schon dämmungsmäßig schon einen anderen Standard bietet. Ne? Dann auch die Preise, vergleicht die Preise. Sind die Preise von den Kastenwägen und den integrierten, teilintegrierten, sind die unterschiedlich. Ja? Und die Preise sind ja sehr, sehr ähnlich. Also das ist nicht so ein großer Unterschied. Und da müsst ihr dann gucken, passt die Kalkulation, bekomme ich für so einen Kastenwagen in der Vermietung weniger, zahle aber für den Kauf genauso oder ähnlich, dann ist es ein schlechterer Deal. Also damit beschäftigen. Ne? Die Kastenwägen werden natürlich auch immer interessanter für viele, das merke ich im Verkauf. Aber ihr müsst für euch entscheiden, auch kalkulatorisch, ob so ein Kastenwagen Sinn macht und wie die Bandbreite der Kundschaft ist. Weil man hat dann natürlich viel weniger Platz und viel weniger Schlafplätze. Klar, dann ist wieder die Frage, nehme ich einen mit Aufstelldach? Ist so eine Empfehlung auf jeden Fall, weil selbst wenn ihr den nicht braucht, das Aufstelldach, aber mit so einem Aufstelldach kommen natürlich plötzlich Familien auch in Frage, wohingegen ich nur ohne Aufstelldach habe ich ja nur 2 Betten eigentlich, vielleicht ein umbaubares in der Sitzgruppe, aber das ist ja nur wieder eine Notlösung, wohingegen ich, wenn ich ein Aufstelldach habe, 2 weitere Schlafplätze auf jeden Fall habe und damit auch Familien in Frage kommen. Also so ein Aufstelldach bei einem Mobil, bei einem Kastenwagen ist schon für die Vermietung eigentlich eine sehr sinnvolle Geschichte. Kostet natürlich mehr, ist auch nicht billig, aber eigentlich schon sehr sinnvoll. Ja, die Bettenanzahl, ich habe es gerade schon erwähnt, ganz wichtiges Thema, damit beschäftigen, auch wenn ihr seid ein Paar und ihr holt euch einen teilintegrierten und euch reichen 2 Sitzplätze, dann versucht, also wenn ihr vermieten wollt, dann nehmt das Hubbett mit. Auch wenn das für euch vielleicht ein bisschen von Nachteil ist, es nimmt ein bisschen Raumhöhe, es nimmt vielleicht teilweise auch ein bisschen Licht, weil ein Dachfenster fehlt. Aber ihr habt dann natürlich dann dadurch die Möglichkeit, dass Familien es mieten können und nicht nur Paare. Ne? Also Bettenanzahl, umso mehr, umso besser. Ne? Und umso weniger Umbau, umso besser. Ja? Aber umso mehr, umso besser, erstmal grundsätzlich ein wichtiges Thema. Dann die Bettlänge und die Bettart. Ihr merkt, Betten sind wichtig. Ne? Also Querbett oder Längsbett. Es geht immer mehr in die Richtung, dass Längsbetten gewünscht sind. Das merke ich beim Verkauf. Früher war das mal Querbetten, aber mittlerweile geht das in die Richtung Längsbetten. Die Leute wollen nicht mehr übereinander steigen. Ne? Nachts, wenn mal einer raus muss oder einer später kommt oder was, wollen die nicht übereinander steigen. Und auch die Körperlänge ist da manchmal eine Frage, aber grundsätzlich geht es eigentlich ums Einsteigen. Deswegen, wenn ihr euch ein Mobil holt, was für die Vermietung sein soll und euch ist es egal, dann geht auch davon aus, weil ihr vielleicht jung seid oder so, dann geht davon aus, wollen vielleicht auch potenziell Ältere mieten, die nachts mal raus müssen, die dann übereinander steigen. Und so ein Längsbett kann höher nachgefragt werden, kann sein, wie so ein Querbett. Wenn es für euch egal ist, dann guckt, ob ihr nicht lieber ein Längsbett nehmt.
Das könnte interessanter sein. Es bietet auch natürlich mehr Stauraum, weil mehr Fahrzeuglänge. Fahrzeuglänge ist auch zu bedenken natürlich. Manchmal ist es so, dass Leute 6 Meter wollen und 6,40 Meter ist schon zu viel. Ja? Also das muss man ein bisschen dann abwägen, aber so ein Längsbett ist schon sinnvoll, auch in Sachen Stauraum. Ja? Automatik oder Schalter. Ich würde empfehlen, ein Automatikgetriebe zu nehmen, wenn ihr für die Vermietung euch so ein bisschen da platzieren wollt. Wenn es für euch egal ist, ja, würde ich trotzdem sagen, nehmt das Automatikgetriebe. Das Automatikgetriebe kostet natürlich ein bisschen mehr, ist klar. Bietet natürlich auch einen Luxusmehrwert, gerade wenn man hier urlaubsmäßig unterwegs sein möchte. Und es gibt viele, die sagen, ja, ich fahre Automatik ja und Schalter ja, aber es gibt auch viele, die sagen, ich fahre Automatik. Ne? Also jetzt ein Schalterfahrer, der wird das Auto nicht zwangsläufig nicht nehmen, nur weil es eine Automatik ist. Der sagt, ja gut, ich fahre ja sonst Schalter würde ich nehmen, aber wenn der Automatik ist, auch gut. Ne? Wenn das natürlich so ein Automatikfahrer ist, dann wird der Schalterfahrzeuge sich gar nicht erst anschauen und auch nicht nehmen. Ne? Also ihr habt natürlich mit dem Automatikgetriebe viel größere Bandbreite an potenziellen Kunden. Ne? Und ich sage mal, der Wiederverkaufswert ist auch höher, also die Anschaffung, die bekommt ihr dann so oder so wieder rein. Ja? Wintertauglich, ja oder nein? Ihr müsst überlegen, wollt ihr im Winter vermieten, ja oder nein. Wenn ihr im Winter vermieten wollt oder auch in der Winterphase und in kälteren Phasen, dann guckt natürlich, welche Richtung es gehen soll. Kastenwegen sind da ehrlich gesagt nicht so geeignet. Die haben zwar Dämmung, ja, aber die haben auch 2 riesengroße Türen, die nur eine Gummilippe haben, wo natürlich keine Dichtigkeit wirklich riesengroß ist und kein Wärmeschutz und auch Türen, die ich öffne und dann ist einmal Raumtemperatur runter, weil die riesig sind. Also ich nenne mal ein Beispiel, ich muss was rausholen hinten. Ne? Dann muss ich natürlich diese riesen Schiebetür aufreißen, Wärme raus, Schiebetür wieder zu, ich muss hintergehen, ich muss meine riesen Hecktür aufreißen, Wärme raus und dann muss ich auch was rauskramen. Das ist ein Wahnsinn, ne? Wohingegen so ein Teil integriert oder voll integriert, der da hinten geschlossen ist schon mal, wo ich einfach zu dieser schmalen Tür rausgehe und dann hinten an meine Heckklappe kurz gehe, wo nicht gleich die ganze Temperatur verschwindet. Abgesehen davon ist natürlich die Dämmung dann doch nochmal besser in Sachen Boden und so weiter. Also teilintegrierte oder integrierte an sich sind natürlich für den Winter, wenn ihr das machen wollt, besser geeignet und da habt ihr mehr Möglichkeiten und da werdet ihr auch mit den Kunden dort mehr Möglichkeiten haben. Ja? Außerdem noch die Garage, finde ich auch ein wichtiges Thema. Bei Garage ist es ja nun mal so, oder allgemein Stauraum, umso mehr, umso besser, umso größer, umso besser. Es hat natürlich was mit den Bettvarianten zu tun. Welche Bettvariante wählt ihr? Ich sag mal so ein französisches Bett, da ist natürlich auf irgendwo dann Ende, weil irgendwo das Bad beginnt. Ich kann also auch nicht durchreichen. Ich habe dann teilweise natürlich auch nicht diese Tiefe und diese Breite. Oder aber ich nehme eben ein Fahrzeug, was hinten Stockbetten hat. Ja? Dann habe ich natürlich da teilweise nur eine ganz Mini-Garage. Oder aber ich habe vielleicht eine Variante, wo ich das Bett hochklappen muss. Dann kann ich was einladen und wenn aber jemand drin schlafen möchte, muss ich es runterklappen. Dann muss ich nachts Sachen rausräumen oder wie auch immer. Also Betten in Kombination auch mit Stauraum, wichtiges Thema. Ich habe zum Beispiel ein Bett, was hinten natürlich gerade ist. Muss man ein bisschen hochklettern. Man hat also auch nicht in der Mitte so einen Tritt, wo man hochläuft. Dafür so eine Leiter. Ja, also ich habe eine Leiter, aber ich habe keine Stufen, wie es manchmal so ist, wo man die Stufen hochläuft und dann sich links und rechts quasi zwei Längsbetten hat und kann dann in der Mitte vielleicht noch ausziehen oder einlegen und kann sich ein Bett bauen. Nein, ich muss bei mir gleich mit der Leiter hoch. Das ist vom Einsteigen her ein bisschen umständlicher. Dafür habe ich auch eine riesengroße Garage, die wirklich innen auch eckig ist und Bauraum bietet. Da kann ich reinkrabbeln, da kann ich reinsteigen, da kann ich Fahrräder reinpacken, alles. Also damit auch wichtig beschäftigen, wie ist die Garage, wie ist die Konstellation, verbaue ich mir Stauraum. Eine große Garage ist immer Gold wert. Das sind so Punkte grundsätzlich, wo ich sagen würde, darauf würde ich achten, wenn ich mir mobil hole, wenn es um die Vermietung auch gehen soll oder wenn ich was verändern möchte, weil ich vielleicht vermieten möchte. Das sind so Punkte, die können euch echt was bringen. Achtet auf diese. Ja, vielleicht hat der ein oder andere von euch einen Tipp bekommen oder eine Info bekommen, wie er sich zukünftig vielleicht entscheiden sollte, wenn was ansteht, eine Veränderung oder wirklich eine Mietung in Zukunft. Ich freue mich, wenn ihr zukünftig dabei seid und den Kanal abonniert. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, ist immer ganz schön. Ansonsten seid gern dabei bei den weiteren Videos. Da gibt es nicht nur Themen zum Vermieten und Mieten, sondern auch Tipps und Tricks rund ums Campen, rund ums Wohnmobil und Wohnwagenfahren. Habt schöne Reisen, habt eine schöne Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.